Mein Name ist Achim Mertens. Ich denke, die meisten kennen mich als Betriebskoordinator. Viele kennen mich auch als Security-Koordinator. Das war früher meine Rolle. Die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, aber dass ich jetzt zweimal pro Jahr hier einen Vortrag halten darf, das hat sich irgendwie eingeschlichen. Und ja, die Tradition wollen wir nicht brechen. Ja, worum geht es heute? Heute geht es vielleicht fragt ihr euch, warum ich dieses etwas zu enge T-Shirt hier trage. Die Geschichte dazu versuche ich jetzt mal ein bisschen zu erzählen. Ich hätte auch ein anderes T-Shirt tragen können. Das habe ich letztens gehabt, das war in München. Man hat so ein paar Schweißflecken drauf. Also das ist ein bisschen, ich sag mal, albern konnotiert, deswegen habe ich jetzt mal nur eins genommen. Aber die beiden T-Shirts haben was gemeinsam. IOTA kennen vielleicht einige, Steam kennen ein paar weniger. Das sind beides Blockchains. Und heute wird es noch mal ein bisschen anspruchsvoll. Ich möchte ein bisschen über Blockchain erzählen und mache das dann, ich sag mal, auf meine gewohnte Art und Weise. Zu Blockchain gibt es eigentlich zwei Fragen. Die eine ist, wann soll ich kaufen oder verkaufen, also Bitcoin und Co. Ne? Da stehen die meisten an. Die andere Frage ist, was ist eigentlich Blockchain? Ich gehe heute mal an den Stand hier. Es wird ein bisschen anstrengend. Okay, fangen wir mal an. Was macht man auf einer Blockchain? Bitcoin, ja, man kauft und verkauft. Was ist der Sinn davon? Man geht nochmal so zurück zu früher. Ganz früher gab es ja noch kein Geld, also ganz früher. Und wie hat man dann damals so Verträge gemacht? Na, man hat sich getroffen. Im Mittelalter ging man zu einem sogenannten Ting, oder noch vor dem Mittelalter, das ist wirklich früher zurück. Und da kam dann das ganze Dorf zusammen, da gab es einen Häuptling und da wurde auch schon mal jemand hingerichtet, das gab es dann auch. Also wurden auch Verträge gemacht. Und ich will das mal ein bisschen nachspielen. Also wir stellen uns vor, ich wäre jetzt der Häuptling, ihr seid das Volk. Und ja, so. Ich hoffe, das geht jetzt hier ganz schnell, damit das ein bisschen echt aussieht. Ich habe mir extra die Haare lang wachsen lassen dafür. So, einfach mal so. Das ist jetzt nicht richtig, aber ist egal. So. Ja, macht mal die Leiche da weg, das sieht ja ekelhaft aus, das ist ja schrecklich. So, wer ist der Nächste? Olafsson, was ist dein Begehr? Oh großer Häuptling, ich möchte Svenja heiraten. Du möchtest Svenja heiraten, das ist dein gutes Recht. Hast du denn auch den Brautpreis? Was ist der Brautpreis? Der Brautpreis ist ein Wikingerschiff, aber ich habe gar kein Wikingerschiff. Du hast das Wikingerschiff nicht, willst du mich ärgern, meine Zeit stehlen? Nein, ich habe mir da was ausgedacht. Ich habe folgenden Plan. Also die Svensons, die haben ja die Tochter Svenja, die will ich ja heiraten, die verkaufen die Svenja an den Häger, der verkauft sein Wikingerschiff an die Svensons. Und der Häger bekommt dafür 6 Elche und 18 Rentiere von den Pettersons, geben dafür die Svenja an die Pettersons. Die Pettersons geben dann an Timpson und Thompson, die Gebrüder, die Svenja weiter und erhalten dafür dann ein Kettenhemd jeweils von den Leuten. Und die Timpson und Thompsons geben mir die Svenja und ich gebe dafür den Timpson und Thompson Brüdern jeden Tag ein Ei bis zum Rest des Lebens. Weißt du, wie teuer eigentlich so ein Kettenhemd war? Ich musste ein ganzes Dorf niederbrennen, um das Kettenhemd zu bezahlen. Na gut, ihr kriegt noch ein halbes Schwein dazu. Also, Olaf, ich wiederhole noch einmal. Ja? Also, der Häger gibt sein Wikingerschiff an Pettersons. Dafür erhält er 6 Elche und 18 Rentiere von Pettersons, Entschuldigung, mein Svensson. So. Pettersons erhalten ein Kettenhemd, also 2 Kettenhemden jeweils, und Timpson und Thompson kriegen von dir den Rest des Lebens ein Ei. Ist das so korrekt? Ist irgendjemand dagegen? Ist der Vertrag so gültig? Ja, ich. Was willst du, Svenja? Ich will den Olafsson nicht heiraten. Wir sind ein fortschrittliches und demokratisches Volk. Frauenrechte werden erst in wenigen Jahrhunderten erfunden. Der Vertrag ist gültig. So, der nächste bitte. Ich musste das kunstvoll zögern und hier bei dem Hemd, aber ich will die ganze Zeit nicht in dem Hemd rumlaufen. Sonst komme ich nicht mehr so authentisch rüber. Also ihr habt gesehen, so ein Vertrag im Mittelalter ist nicht ganz einfach. Heute ist es das auch nicht, damals war es erst recht nicht. Und vor allen Dingen, die treffen sich ja monatlich, ne, immer bei Vollmond tagsüber treffen die sich, abends trinken die ein. Und da weiß man manchmal nicht mehr, was so im Vorfeld, also beim letzten Monat gewesen ist. Stellt euch mal vor, wir sind 2 Monate weiter und wollen wieder, was war vor 2 Monaten. Das ist schwierig. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man die Schrift kann. Also man schreibt es auf.
Also nehmen wir mal an, es gäbe einen Druiden, der des Schreibens mächtig ist und der hat jetzt diesen Vertrag aufgeschrieben, wo das Schiff ist, wer was bekommt und so. So, jetzt wird es aber schwierig, weil das ist jetzt das Protokoll von diesem Meeting. Im nächsten Monat macht man wieder ein Meeting und dann weiß man nicht mehr, was davor gültig war und vor allen Dingen muss man das ja auch irgendwie mitschleppen. Da kann man auf die Idee kommen, dass man sagt, wir nehmen dieses Blatt und kleben das an ein neues Blatt dran. Aber wir machen dann eine Abkürzung, dass man nicht immer auf das neue Blatt, dass man nicht mal alles lesen muss, sondern ja, da gibt es einen Trick. Und stellen wir uns mal vor, ein Druide käme jetzt auf die Idee, er nimmt einen Rechenschieber, ich habe da mal einen mitgebracht, das hier soll ein Rechenschieber sein, es ist eigentlich was anderes, aber ich habe nichts Besseres gefunden. Und der würde jetzt einen mathematischen Trick machen. Er würde jetzt sagen, jeder Buchstabe, jedes Symbol bedeutet, dass hier an diesem Rechenschieber was verschoben wird. Also nehmen wir mal an, das A bedeutet, es wird um 1 cm verschoben, B bedeutet um 2 cm, C 3 und so weiter und so fort. Und die Druiden, die kennen all diese Spielchen, diese mathematischen Regeln. Und man würde jetzt diesen Vertrag hier auf diesem Rechenschieber abbilden. Und stellen wir uns weiter vor, sobald auch nur ein einziger Buchstabe hier geändert werden würde, würde sich ein komplett neues Muster ergeben. Wir nennen das Ding jetzt einfach mal Hash. Das ist ein Hash. Und jetzt könnte man also diesen Vertrag hier nehmen, das so kleben, also schieben, und dieses Muster würde man auf ein neues Blatt Papier, nehmen wir mal ein zweites leeres Blatt Papier, links oben einfach drauf hinzufügen. Dann hätte man zwei Blätter Papier miteinander kryptografisch verknüpft. Und man weiß ganz genau, wenn man jetzt, dann braucht man nur die Hashs miteinander zu vergleichen und weiß, okay, alles was auf dem Vertrag steht, ist gültig. Ja, soweit ist ein bisschen schwierig, ich weiß. Also man kann aber mit dem Verfahren quasi, hat man eine Datenbank, theoretisch unendlich groß. Ne? Man kann also mal einen Zettel an den anderen dran kleben, indem man jeweils so ein Hash davon bildet. Jetzt ist aber das Problem, so ein Druide, der kann ja auch fälschen. Der könnte ja auch sagen, ach, so ein Wikingerschiff, ich hätte auch gerne eins. Ich mache mal 2 Wikingerschiffe draus, eins für ihn und eins für mich. In 2 Monaten weiß das doch eh keiner mehr. So, der könnte das fälschen. Jetzt ist also diese Schwierigkeit, dass man nur einen Druiden hat. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt verschiedene Verträge mit verschiedenen Dörfern. Dann wird es schon zu schwierig, das zu kontrollieren. Man ist ja nicht auf jedem Meeting dabei. Deswegen kam jemand auf eine super Idee und hat gesagt, diesen Hash, den machen wir ein bisschen komplizierter. Wir bauen eine künstliche Hürde ein, um die Sache zu dezentralisieren. Künstliche Hürde zum Dezentralisieren. Und zwar fügen wir hier unten noch ein kleines Feld ein, nennen wir es Nouns, und würfeln da per Zufall irgendwas rein. Also geht der Druide hin, schnappt sich seine Knochen, wirft die auf den Boden und kriegt dann ein Ergebnis und trägt dieses Ergebnis dann in dieses Feld unten rein. Ja, und dann macht er das und dann gibt sich da so ein Muster, das ist aber jetzt nicht schön. Und jetzt ist die Spielregel, dass man sagt, pass auf, dieser Hash, der muss schön aussehen. Also zum Beispiel, alle Fähnchen müssen links sein oder es muss sich irgendwie so ein Kreuzmuster geben. Also ein paar Spielregeln, mit denen man bestimmt, wo man sagt, wenn du würfelst und es kommt nachher ein schönes Muster dabei raus, dann ist das gültig. Das ist eine künstliche Hürde, die kann man einstellen. Man kann sagen, wir machen das jetzt sehr schwer. Es gibt also nur ganz wenige Muster, die gültig sind. Oder man kann sagen, man macht es nicht ganz so schwer. Je nachdem, wie viele Leute mitmachen. Wenn man nur 10 Druiden hat, man hat einen Monat Zeit, dann muss man es so schwer machen, dass im Schnitt einer dieser 10 Druiden einmal pro Monat einen schönen Hash findet. Wenn man 1000 Druiden hat, muss man natürlich die Hürde entsprechend höher machen, dass man auch einmal pro Monat so einen Hash findet. So, den Hash, den habe ich hier unten nochmal dargestellt. Das sind also die Knochen und Zähne und sowas, die werden also dann da eingetragen. Und das wird so lange gewürfelt, bis man halt ein schönes Muster hat. So, das ist jetzt ganz grob dargestellt, wie der Bitcoin funktioniert, wie eine Blockchain funktioniert. Ich versuche es jetzt mal mit modernen Worten zu sagen. Eine Blockchain ist nichts anderes als ein leeres Blatt Papier. Da trägt man ein, wer was besitzt. Kann man also sagen, Person A hat das, Person B gibt dem das. Das kann man auf dieses Blatt Papier eintragen. Dann fügt man unten einen zufälligen, also ein leeres Feld, wo man so ein paar Zahlen hinzufügt, ein und jemand würfelt. Beim Druiden war das so, also im Mittelalter waren das halt die Druiden. Und immer wenn die einen schönen Hash gefunden haben, habe ich vergessen zu erwähnen, dann können die sich beim nächsten Vertrag übrigens Fleißbienchen eintragen. Also ich habe den Hash gefunden, ich kriege 12 Fleißbienchen. Beim Bitcoin ist das ähnlich, das sind die Fleißbienchen, aber keine Bienchen, sondern die heißen dann Bitcoin. Ist aber nichts anderes. Also derjenige, der ein schönes Muster gefunden hat, der wird damit belohnt, dass er da ein paar Fleißbienchen bzw. Bitcoins bekommt.
So, die Druiden heißen in Neudeutsch Miner, das sind diejenigen, die das Mining machen. Und die Idee ist dadurch, dass man diese künstliche Hürde eingebaut hat, dass nicht irgendeiner das machen kann, sondern dass es halt so kompliziert ist, dass irgendeiner von vielen immer drankommt. Also mal ist es der, mal ist es der, mal ist es der. Und dadurch hat man das Ganze dezentralisiert. Also diese künstliche Hürde ist dazu da, um eine Dezentralisierung hinzukriegen. Und beim Bitcoin ist es so, alle 10 Minuten wird ein neuer Block generiert. Und dieser Wert ist so eingestellt, dass alle Millionen Miner, die es auf der Welt gibt, dass einer von denen in diesen 10 Minuten einen neuen Hash findet, einen neuen schönen Hash findet. Hash heißt in diesem Fall, das ist ein Zahlenwert, der zum Beispiel mit 2 Nullen beginnt oder so. Ja, also irgendwie, dass der einer bestimmten Definierung entspricht. Und diese Hürde ist so eingestellt, dass alle 10 Minuten ein neuer gefunden wird. So, habt ihr das so grob verstanden? Ich sehe einige, die es verstanden, nickt zumindest. Das freut mich dann doch. Ein Ding. Ich musste dann irgendwann wieder in die Gegenwart kommen. So, Bitcoin ist in aller Munde, jeder redet drüber, viele verstehen es nicht. Was sind denn die Vorteile? Zum einen ist es dezentral. Also wir haben jetzt wirklich was gefunden, wo nicht ein Mensch dahinter steht oder eine Bank oder eine Institution, sondern es macht einfach eine Community, wenn man so will, eine Gesellschaft. Es ist unabhängig von Banken, also es gibt jetzt keine Bank mehr oder keinen Mittelsmann mehr, der irgendwo dazwischen steht, sondern diejenigen, die da mitspielen, die haben es in der Hand. Und was haben wir noch? Genau, es kann auch nicht kontrolliert werden, also selbst ein Staat oder eine noch so mächtige Bank ist nicht in der Lage, das zu stoppen. Das ist wirklich dezentral und das ist etwas, was neu ist. Das gab es bis jetzt so nicht. Okay, wo kommt das Geld her? Ich habe gesagt, ich habe von diesem Fleißbienchen gesprochen, also der Miner, dessen Job es ist, letztendlich diese Blockchain-Kette oder diese beiden Blöcke miteinander zu verknüpfen, kryptografisch, der macht hier eine Arbeit und kriegt dafür Fleißbienchen, also Bitcoins, die haben erstmal keinen Wert an sich. Aber wie das ist, wenn das erstmal bekannt wird, dann fängt der eine an und sagt, gib mir doch mal was von deinen Fleißbienchen und dann geht der erste und bestellt eine Pizza damit. Und damit kommt es auf einmal in den Markt und kriegt dann einen Wert und dann wird es an der Börse gehandelt und man tauscht es wirklich gegen echtes Geld aus, was ja auch nur Wert dadurch hat, dass wir es ihm geben. Und schon hat der Bitcoin tatsächlich einen echten Wert. Die EZB, die druckt übrigens pro Monat 60 Milliarden Euro. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, aber das ist halt auch so eine Inflation. Das ist im Moment so, das kann sich aber schnell ändern. Wenn mal wieder Stress kommt und Banken gerettet werden müssen oder sowas, dann wird es mal eben schneller. Und dann wird unser Geld entwertet. Der Bitcoin, der druckt eine definierte Menge an Geld. Die Regeln sind festgelegt. Wir wissen genau, wie viel Bitcoin es im Jahre 2020, 25, 30 geben wird. Und deswegen kann man dem mehr vertrauen als zum Beispiel einer EZB. Muss man nicht, aber kann man. Also wer sagt, ich möchte jetzt der Bank nicht mehr vertrauen, möchte mein Geld nicht in Euro oder Dollar anlegen, sondern möchte es hier anlegen, ich weiß, dass hier keine Inflation oder nur eine definierte Inflation ist. Der Bitcoin hat viele Nachteile, das wissen die meisten von uns. Das erste, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden, das kennen wir alles, der Stromverbrauch. Weil um diesen Hash zu generieren, braucht man halt eine Software, die würfelt fleißig, guckt, ist das Ergebnis gut, nein, ist es nicht, würfelt, guckt, muss jedes Mal wieder den Hash neu berechnen. Es geht zwar recht schnell, wenn man ihn kennt, aber wenn man ihn nicht kennt, also wenn man würfelt, egal. Jedenfalls macht man das pro Sekunde Millionen Mal auf so einer Grafikkarte und das kostet Strom. Und dadurch, dass das viele Leute machen, kostet das weltweit Unsummen an Strom. Und dadurch, dass jetzt viele Leute da auf diesen Zug aufspringen, wird ja auch die Hürde erhöht, weil man muss ja auch gucken, dass man alle 10 Minuten einen Block findet. Wenn jetzt ganz viele Leute dabei sind, dann würden ja jede Minute ein neuer Block gefunden werden. Deswegen ist es eigentlich Irrsinn. Es kommt immer mehr dazu, die Hürde wird immer höher und der Stromverbrauch wird auch immer höher. Das ist ein riesen Nachteil davon. Es gibt noch einen systematischen Fehler. Es könnte ja sein, dass jemand 2 Blöcke gleichzeitig oder kurz hintereinander findet. Dann hätte er die Möglichkeit zu fuschen. Und das ist ein Problem. In dieser Blockchain ein systematisches Problem. Das heißt, man kann dem nicht so 100% vertrauen. Man sollte, wenn man größere Summen überweist, immer mehrere Blöcke abwarten. Also nicht nur 10 Minuten, sondern eine Stunde oder 2 Stunden. Dann kann man wirklich sicher sein, dass da nicht einer zweimal hintereinander was gemacht hat. Das Ganze macht natürlich sehr langsam. Schlechte Skalierbarkeit. Das heißt, viele Menschen machen da mit, aber es ist halt nur eine bestimmte Anzahl von Transaktionen pro Zeiteinheit möglich. Dadurch wird der Bitcoin insgesamt sehr langsam. Und was haben wir noch?
Ja, ein weiteres Problem ist, dass momentan, wenn man sich so eine Grafikkarte kauft und mitspielen will, das, was man verdient an Bitcoin, ist geringer als das, was man an Stromkosten zahlen muss. Deswegen lohnt es sich für den Durchschnittsmenschen nicht. Es lohnt sich aber für Leute, die große Serverfarmen irgendwo in Island am Eis stehen haben, wo man auch direkt die Kühlung mit hat. Die bauen da, was weiß ich, für Fabriken hin, wo nur Server drin stehen, die nichts anderes machen, als Bitcoin zu generieren. Und damit hat man aber wieder eine Zentralisierung. Ja, dann kommt das wieder auf einige wenige Leute zurück und dann hat es wieder die Gefahr, dass die wiederum fuschen können. Und natürlich die Preise, aber da kann man nichts dran ändern, das System ist noch zu neu, viele Menschen trauen dem noch so richtig, dann geht es mal nach oben, letzten Dezember, da war das ja unglaublich hoch, der Preis, jetzt ist es wieder im Keller, also da ist es auch schwierig, aber das ist eine Sache, die ist vielleicht, da kann man noch mit leben. Wer legt denn die Hürde fest? Weil damit kann ich doch am meisten forschen. Ne? Du hast ja selber gesagt, die Grafikkarten werden stärker, also viel mehr Versuche pro Millisekunde, also muss ich die Hürde hochsetzen. Wer macht denn das dann? Das ist, glaube ich, weiß nicht. Ja. Da machen ja 51% der Miner, die können das ja festlegen. Ja, 51% der Miner können das festlegen. Sobald, also das ist ja eine Software, die da abläuft und die hat ja da auch bestimmte Vorgaben. Und wenn 51% der Miner der Meinung sind, jetzt müssen wir die Hürde ändern, dann wird die geändert. Aber die müssen noch nicht klicken, oder? Das ist jetzt ein Teilfragen. Darauf basiert in der letzte Hack von den Bitcoin. Ja. Das war im Prinzip sind Druckentreiber, eben waren 51% für sich alleine. Ja, aber das war nicht Bitcoin, sondern Bitcoin Gold. Das ist eine kleine Abspaltung von Bitcoin. Schon ein Unterschied, weil der Bitcoin ist sehr groß. Aber quasi das Prinzip ist aber das gleiche. Ja. Ja, also es gibt ein paar Lücken, aber da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Der Bitcoin selber, ich habe keinen einzigen Bitcoin wegen der vielen Nachteile. Allein der Stromverbrauch ist für mich ethisch nicht ertragbar. Aber es gibt einen Haufen weiterer Kryptowährungen. Ich glaube, momentan sind es 1600, 1400 Kryptowährungen, die da irgendwie auf dem Markt, die man sich kaufen kann. Die gehen wir jetzt alle im Einzelnen durch. Nein, wir gehen sie nicht alle durch, aber ich werde jetzt über Ethereum, IOTA und Steem reden. Ethereum. Ethereum macht vieles gut, was Bitcoin schlecht hat. Also es ist effizienter, es ist schneller, dadurch wird auch deutlich weniger Strom verbraucht, hat aus den Fehlern gelernt, ist quasi die zweite Generation von Bitcoin. Ethereum, da habe ich was aufgemalt zu, genau, braucht weniger Strom. Aber der große Gag an Ethereum ist, dass man dort nicht nur einfach einen Text reinschreibt in diese Blöcke, ne, also der überweist dem Geld und dem gehört das, sondern Computercode. Da kann man also in diese dezentrale Datenbank auch direkt Code reintun und ist damit in der Lage, also Smart Contracts heißen die Dinger, damit vorzudefinieren. Die sagen dann zum Beispiel, wenn eine bestimmte Situation eintritt, dann kriegt er Geld. Also bei einer Versicherung zum Beispiel. Ethereum ist also damit in der Lage, Versicherungen zu ersetzen. Kann aber noch viel mehr. Banken kann es sowieso ersetzen, das kann der Bitcoin ja auch. Vor allen Dingen aber die Mittelsmänner, also alle, die irgendwo dazwischen stehen, wenn gehandelt wird, wenn was weiß ich was, immer wenn Geld im Spiel ist, dann ist ja einer, der nimmt was von rechts und gibt es nach links und verlangt eine ordentliche Marge. Und diese Marge kann man sich sparen mit Ethereum, mit Blockchain überhaupt, weil, ja, das fällt halt weg. Notare hatten wir auch als Thema gehabt, das ist auch ein sehr schönes, ja, also Notare, wir lieben sie alle, die sind schweineteuer, machen aber auch nichts anderes, als etwas zu beglaubigen. Das kann Ethereum letztendlich auch. Man muss sich einfach nur auf diese Software dann verlassen. Selbst eBay und Co. wird Schwierigkeiten kriegen in Zukunft, weil die Blockchain sowas ersetzen kann. Und sogar Wahlen, weil man hier eine Möglichkeit hat, völlig transparent fürs Volk mit Open Source Software und völlig dezentral Wahlen durchzuführen, also fälschungssichere Wahlen. Aber nicht nur anonym dann. Anonymität, ja. Man hat das muss ich mal erklären, wenn man ein Geldkonto hat, dann kriegt man eine Nummer, also eine Kontonummer, und diese Kontonummer kann jeder sehen. Und von der Kontonummer wird Geld wegüberwiesen und auf die Kontonummer kann man Geld überweisen. Solange da nur eine Kontonummer steht, weißt du nicht, wer du bist. Wenn du aber, natürlich, wenn man so ein bisschen recherchiert, kann man das vielleicht rauskriegen und dann ist es nicht mehr anonym. Das ist richtig. Es gibt aber auch Cryptocurrencies, wie heißt es auf Deutsch, Kryptowährungen, die das auch noch verstecken. Monero zum Beispiel, ist auch da bist du völlig anonym, dann kann das keiner mitkriegen, was du an Geld hast. Und dann mit Wahlen, ich weiß nicht, es gibt so ein paar Feldversuche, aber also von der Theorie her kann man das machen, wahrscheinlich auch anonym.
Ja, genau. Es gibt auf Ethereum ist letztendlich eine Blockchain oder besser gesagt ein Computer, der auf einer Blockchain basiert. Und damit ist es ein dezentraler Computer. Den kann man nicht abschalten, oder kein Einzelner kann den abschalten, sondern nur wenn 51% der Beteiligten der Meinung sind, wir schalten das Ding aus, wird es ausgeschaltet. Und auf diesem Computer läuft jetzt autonom Software. Zum Beispiel eine Firma läuft da drauf, eine autonome Firma, die noch nicht mal einen CEO hat. Das ist also fast eine virtuelle Firma, die hat zwar Mitarbeiter, kann ich auch was zu sagen, bei Steam habe ich das erlebt, da kann man sich bewerben, schreibt eine Bewerbung und dann hat man eine Community und die muss dann diese Bewerbung dann beglaubigen und sagen, ja, den finde ich gut und sobald dann 20 Leute oder wie viele auch immer gesagt haben, der passt, den kenne ich, der soll das mal machen, ist der quasi eingestellt. Wenn einer sagt, er hat was Schlechtes gemacht, dann muss er sich rechtfertigen. Und wenn das auch gut ist, wird er eingestellt und ansonsten nicht. Es gibt keinen Chef mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Also eine Firma ohne Chef, wo also eine reine Community ist, auf einem virtuellen Supercomputer. Und so eine Firma ist dann in der Lage, Milliardenbeträge einzusammeln und zu verschieben. Diese Firma wird DAO, könnt ihr in Wikipedia nachlesen. Die kann innerhalb von Stunden die Milliardenbeträge sammeln und an Start-up-Unternehmen verteilen. Sogenannte Initial Coin Offerings, ICOs, in der Kryptoszene auch oft zu sehen. Die bekommen dann Geld und das kann diese DAO in Stunden machen, wofür eine Börse Monate braucht. Und es kostet weniger, weil bei der Börse musst du immer die ganzen Banker bezahlen und hier nicht. Fällt weg. Also lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir haben hier einen virtuellen Supercomputer, den man nicht abschalten kann, der mal innerhalb von Stunden Milliardenbeträge hin und her schiebt. Und das ist kein Science Fiction, das ist jetzt schon Realität. Für mich als Einstiegsdroge waren die CryptoKitties. Wer von euch kennt CryptoKitties? Einer. Fantastisch. Immerhin. Die waren in den Medien im Dezember 2017 und dann fing ich auf einmal an, jetzt muss ich einsteigen, jetzt muss ich wissen, wie es geht. Ich will so eine Kryptokatze haben. Das ist ein Computerspiel oder Computerprogramm auf Ethereum, also eine Software, die da auf diesem dezentralen Supercomputer läuft. Und da kann man sich eine Katze kaufen. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, aber man kann es auch wieder verkaufen. Man wartet ein bisschen, man kann sich auch 2 Katzen kaufen, die kann man miteinander paaren und dann kommt eine dritte bei raus. Habe ich gemacht. Und das ist meine Katze, die gehört mir, die kann mir keiner stehlen, weil ich habe den privaten Schlüssel, ihr habt den nicht, deswegen ist es meine Katze. Ich warte ein paar Jahre, vielleicht verkaufe ich mal eine, in der Hoffnung, dass sie dann wertvoll geworden ist. Wahrscheinlich ist sie dann nichts wert, aber wer weiß, in der Szene, da wächst alles. Wie gesagt, das ist ein Pyramidenspiel und die Letzten verlieren halt. Wer weiß, vielleicht war ich der Letzte. Für mich war es aber, ich habe gesagt, jetzt will ich mal von der Theorie in die Praxis einsteigen. Ich möchte so eine bescheuerte Katze haben. Ich möchte mal 20 € nehmen und mir so ein blödes Ding da kaufen. Dazu muss man ja erstmal an so eine Börse gehen, muss sich da mit einem Pass vor der Kamera registrieren lassen, dann ein paar Sachen ausfüllen. Und dann kann man Euros an ein Konto überweisen, kann das dann dort wechseln. In Ether habe ich das gewechselt, also Ethereum. Und von diesem Ether habe ich mir so eine Katze gekauft. Und ja, das war also wie gesagt meine Einstiegsdroge. Dieses Spiel war damals so bekannt, dass es den kompletten Ethereum-Computer in die Knie gezwungen hat. Und die armen DAOs konnten nicht wirklich handeln, weil das Spiel so bekannt war. Die nächste Coin oder die nächste Währung oder Blockchain-Technik, die ich vorstellen will, die solltet ihr kennen, das ist IOTA. IoT steht für Internet of Things und das TA steht für Tangle-Technologie. Das ist sowas ähnliches wie beim Bitcoin, aber ein bisschen anders. Das heißt, die Blöcke sind nicht alle hintereinander in einer Kette, sondern derjenige, der eine Transaktion macht, der muss selber 2 Vorgängerblöcke beglaubigen. Deswegen hier so Pfeile, die nach da gehen und zeitlich so von links nach rechts und der nächste muss wieder 2 andere beglaubigen. Die Technik ist ein bisschen anders. Das bedeutet aber hier, dass dieses blöde Mining-Verfahren wegfällt. Das, was so viel Strom kostet, dieses Zufallswürfeln, das braucht man hier nicht. Hier ist man halt so, dass man sagt, das kann jeder für sich machen. Hat noch andere Vorteile. Diese Technik, die ist dafür konzipiert, dass sie in Robotern eingesetzt wird. Damit kann zum Beispiel ein Staubsauger, dem kann man einen virtuellen Geldbeutel geben, da mal eben, was weiß ich, Geld, 50 € überweisen. Und wenn dieser Staubsauger seine Bürste kaputt hat, bestellt er im Internet automatisch eine neue Bürste.
Die wird dann von einem autonomen Auto geliefert vor die Haustüre. Da ist ein Parkplatz mit einer Parkuhr. Das Auto bezahlt selber die Parkuhr. Anschließend tankt das Auto noch an der Tankstelle, bezahlt selber und fährt wieder zur Poststelle zurück. Und der Roboter hat seine Bürste. Es gibt natürlich auch im Industriepark, wenn da ein Schraubenroboter, dem geht irgendeine Schraube kaputt oder sowas, dann bestellt er die selber nach. Die wird ihm dann auch geliefert. Man kann also dann auch Maschinen Geld übertragen und die können autark damit handeln. Ist der Hammer. Namhafte Firmen wie die Telekom, Siemens, VW sind da gerade dabei, das nachzuforschen, da die ersten Prototypen auszuhandeln. Das mit dem Parkplatz, da gibt es schon einen Prototyp für, das ist schon in der Stadt, wird das ausgetestet, dass da wirklich ein Auto selber bezahlen kann. Kommt auf uns zu, halte ich für wahnsinnig spannend. Deswegen auch das T-Shirt, was ich vorhin gezeigt habe, was ich übrigens in IOTA bezahlt habe. Also auch IOTA ist echtes Geld und ich habe das in IOTA überwiesen und habe dafür ein T-Shirt nach Hause geliefert. Aber auch das ist unendlich gefallen. Da hat sich doch auch. Ja, die Preise sind momentan alle im Keller. Der Bitcoin zieht alles mit, weil die meisten kennen nur den Bitcoin. Und die Preise gehen hoch, die gehen runter und wenn der Bitcoin runtergeht, zieht er alles mit sich mit. Ach, das war der Grund, dass die Kurven so identisch waren bei der. Ja, die waren alle im grünen Bereich. Heute sind sie, ich weiß nicht, heute habe ich gucke jetzt nicht mehr jeden Tag rein, das macht mich nur fertig. Das ist eine Zukunftstechnologie, das wird irgendwann, ich weiß nicht, peu à peu wird es sich mehr etablieren, weil solche Techniken, die haben Potenzial, die werden stärker. Irgendwann werden mehr Leute da einsteigen und werden da auch Geld rein investieren und werden dann auch sagen, boah, was für eine geile Sache. Und wenn es dann mal wirklich mal kommt, dann ist auf einmal der IOTA ganz wertvoll. Aber wir sind momentan noch in der Phase, wo der Bitcoin alles dominiert und diese ganzen anderen Techniken und anderen Blockchain-Techniken dahinter, die sind alle noch, haben sich noch nicht emanzipiert. Es werden sich von den 1400 werden sich 2 Hände voll durchsetzen, aber das werden wir dann in den nächsten 5 oder 10 Jahren sehen, schätze ich mal. So, kommen wir jetzt zu dem T-Shirt hier. Es gibt noch eine Blockchain-Technologie, ich sage mal der 3. Generation, die haben dieses Mining-Problem, also diesen eklatanten Stromverbrauch dadurch gelöst, dass man ein paar Zeugen, so heißen die Witnesses, wählt. Ja, also es gibt Witnesses, die haben bei sich einen PC stehen mit einer Software drauf, die kriegen Geld dafür, dass die diesen PC da stehen haben. Und immer dann, wenn sie dran sind, das hängt davon ab, wie stark sie gewählt sind, wie weit nach oben, und durch einen Zufall, erzeugen die einen Block. Dürfen die das Mining durchnehmen. Und diese Blockerzeugung ist alle 3 Sekunden. Da kommt mal der nächste und dann ist man selber wieder dran. Aber wie gesagt, das hängt stark vom Zufall ab und das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie weit die nach oben gewählt worden sind. Großartiges Verfahren, 21 Witnesses, die pro Runde beteiligt sind. Ich finde das absolut klasse, weil wenn einer anfängt zu fuschen, dann würden die anderen 20 das mitkriegen und sagen, okay, das stimmt was nicht von dir. Und wenn er das mehrfach versucht, dann wird er nicht mehr gewählt und dann kommt er gar nicht mehr da rein. Dadurch kontrollieren sich die Leute gegenseitig und man kann immer davon ausgehen, dass die Blöcke, diese Hashes, die da erzeugt werden, dass die wirklich richtig sind. Jetzt braucht natürlich so eine gewählte Zeugen, die brauchen natürlich ein Volk. Und wie kriegt man ein Volk? Indem man es bezahlt. Auch hier wird wieder Geld gedruckt letztendlich. Es werden auch wieder Fleißbienchen hergestellt, aber auch eine definierte Menge. Hier ist es aber so, dass diese Menge abhängig ist von dem Kurs. Im Moment ist der Kurs unten, da wird auch nur wenig produziert. Wenn der Kurs wieder nach oben geht, dann wird auch mehr produziert. Bedeutet, dass ein Steam-Dollar immer ungefähr einem US-Dollar entspricht. Das ist so die Größenordnung, damit man sich da auch so ein bisschen orientieren kann. Das nimmt so ein bisschen die Volatilität raus. Und wie kriegt man das Volk? Und wie kriegt man hat einen Pot von Geld und sagt, liebes Volk, hier habt ihr Geld, aber ihr kriegt das nicht einfach so, sondern ihr bekommt es dadurch, dass ihr andere Leute upvotet und die kriegen dann das Geld. Also einen Daumen nach oben gebt. Das heißt, diese Leute schreiben einen Artikel, wie man das kennt von Facebook, Twitter, Instagram, das ist also ein soziales Medium und für diesen Artikel bekommt man Geld. Wenn man gut ist, bekommt man viel Geld, wenn man schlecht ist, bekommt man nichts oder ganz wenig nur. Anfänger kriegen erstmal Cents, aber man kann, ich sag mal, wenn man ein bisschen dabei ist und sich so einen Kundenstamm aufbaut, also ein paar Leute, die einem folgen, dann kann da auch schon mal so 1, 2, 3 Dollar pro Tag. Also ich mache da mit und ich kriege im Moment im Schnitt 2, 3, 4 Steam-Dollar pro